starte ab jetzt mein Adventure Run 2019. Ist zwar noch ein paar Tage hin, aber ich werde innerhalb von 2019 einige Adventure-Spiele spielen. Ich starte das Ganze mit Yesterday Origins. In den nächsten Monaten werden dann folgen Invisible Hours. Das ist auch ein Spiel, das ich mir neu gekauft habe. Das habe ich auch noch nicht angetestet, genauso wenig wie dieses hier. Dann The Council, sobald Kapitel 5 auf dem Markt ist. Ja. Mal sehen, was wir dann alles noch so finden. Ich habe noch einiges auf die ganzen Telltale Games vielleicht. Da finde ich auch noch sowohl für Among Us. Wenn irgendwelche Wünsche bestehen, einfach mal anschreiben oder in die Kommentare verfassen. Ich werde dann jederzeit gelegentlich oder regelmäßig mal reinschauen. Ja, jetzt fangen wir erstmal an. Look, it's the Duke's son. No, that's Satan's son. Hang him from the chimney! Die, heretic. Kill him! Dwellers of Villa de Fontenegra, behold the power of the Inquisition! No son of Satan will ever escape the wrath of God. Not even he who hides in noble garments. Shut up, you murdering swine! I'll give you good reason to squeal when I start torturing you. Sehr nett gemacht, man hört das Knistern vom Feuer über den Controller. Heute Morgen sind die Wachen der Inquisition zu deinem Vater gekommen. Sie haben den Erlass der Inquisition verlesen, dass sie dich als Gefangenen mitzunehmen haben und dir vorgeworfen werde, du seist des Teufels Sohn. Jemand hatte ihnen erzählt, du könntest jede fremde Sprache lesen, schreiben und sprechen. Dann zeigte dir dein derzeitiger Kerkermeister eine Kapuze mit Hörnern und dein Kreuzweg begann. In manchen Detailfenstern finden sich weitere Hotspots. Wege eher in die angegebene Richtung, um dir ein Detailfenster genauer anzusehen.
Eigentlich das Geweih eines Hirsches, es sollte ein Symbol Satans sein, aber ein Hirschgeweih lässt dich die neuen Welten, lässt dich die neuen Welten betreten, die neuen Äste eines Baumes namens Yggdrasil. Du weißt nicht mehr, wann du das gelesen hast, dir scheint, dass du es einfach weißt. Ja. Ups. Ich wollte eigentlich noch draufbleiben. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen mehr. Ein Krähenschnabel. Und die Taube, die Krähe, das Gegenteil. Na gut. Mehr als einmal hast du dich beim Spielen in den fürstlichen Feldern und Brombeeren gestochen. Sollte deine Flucht scheitern, der gleiche Schmerz erwarten, nur 1000-mal stärker. Das Banner der spanischen Inquisition. Du weißt noch, wie du diese Treppe dort von der Wache hinuntergestoßen wurdest. Du weißt noch, wie du die Treppe heruntergestolpert bist. Du erinnerst dich noch an den Geschmack deines eigenen Blutes. Baldino de Malantunes, Kerkermeister, Knecht und Henker der spanischen Inquisition. Eine Narbe verläuft über sein Gesicht. Was für einen Mann kann eine solche Wunde überleben? Rote Flecken, was die Arbeit halt so mit sich bringt. Dein Kopf würde in diese Schnalle passen. Ja. Wie viele dieser Hände wohl schon zu Tode gewürgt haben? Er trinkt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja, wie kann die Wache so viel trinken, ohne das Bewusstsein zu verlieren? Ups. Nimm all deinen Mut zusammen, bevor du deinen Kerkermeister ansprichst. Im Namen des Fürsten fordern. Reichtümer bestechen. Ja, oder bla kannst du. My name is Miguel de Castro, son of the Duke of Fuentenegra. If you help me escape, my father will reward you with gold. Thanks for your offer, Don Miguel, but that's not going to happen. The Inquisition accuses you of being a son of Satan because of your ability to understand all languages. For this reason, your father has been forced to disown you. Diese Neuigkeiten treffen dich härter als die Steine aus der Menge. Du hast alles verloren, deinen Vater, deine Mutter, dein Zuhause, deine Kleider, deine Zukunft. Nein. Du klammerst dich an deinen Willen und deinen Verstand. Reiß dich zusammen. Du kommst hier schon noch raus. I am not Satan's son. I believe you, Miguel. I do. But unfortunately for you, my opinion is of no importance. Unlike the cretins in this superstitious village, I don't believe in the existence of God or the devil. That scar on your face? It's the longest one I've ever seen. A gift from battle, from a soldier of that usurper Don Juan of Portugal. He was taken prisoner.
I recognized him and tortured him savagely until death. I owe him my current vocation. Are you going to torture me? Yes, I am. They'll ask questions you have no answer for. Like all prisoners, you'll hang on to a vain hope of survival. It'll take you hours to confess. With a little bit of luck, I'll get to use all my instruments on you. How does the boot work? You turn the handle to separate the two boards as much as possible. Then you put the prisoner's ankle between them. That sarcophagus beside the door is an Iron Maiden, right? Yes. You put the prisoner inside and close the door very slowly. Oh, the agony is long and extremely painful. What kind of torture are you going to use on me? Good question. I'll start slow and tender. Toothpicks under your nails, small cuts in your eyelids. Then I'll slowly push the intensity. But as I said, I like you. So confess quickly and you'll avoid most of my torture. Why is there a hog in my cell? Like you, it awaits its turn to be tortured and judged. If only it were wait in silence. What's my disgusting cell companion accused of? With sacrilege. The monk who took care of it cut himself with a farming tool. The pig smelled the blood, went wild, and ate him. That's murder, not sacrilege. Were it only a murder, it wouldn't be judged by the Inquisition, but by your former father. The monk had just received communion, you see. According to the church, he had Christ's body inside him. So the hog received communion by eating the monk. And as we all know, taking communion without being baptized is a sacrilege. One common of demons. It's total foolishness, but ours is a foolish world. So then, you're going to torture a hog? I will admit, it's not as satisfying as torturing a human being, but we all must do things we don't really like. As soon as I finish with you, I'll start on it. Are you crazy? How can the Inquisition judge an animal? This isn't the first time. Months ago, a bunch of termites were judged. They had eaten an altarpiece. The French Inquisition, on its side, got a hog to confess a crime after torturing it for days. That really is crazy. Oh, the Inquisition is a magnificent craze. In any case, once you get to know my methods, you will be sure I can coax a confession out of the most silent of stones. But if the noise that the hog makes annoys you, how will you be able to torture it? It's true that the crying of a baby would disturb my dreams, but the cries of a baby being torn apart by my own hands would embellish them. You said Villar de Fuentenegra is a superstitious village. As soon as the word spread that you can understand every language, your neighbors denounced you to the Inquisition. You drink all the time. Why aren't you drunk by now? He who has soldiered long enough becomes immune to alcohol. And crab lice, for that matter, Don Miguel. There are things a man does to forget what he did today and face what he'll do tomorrow. Who was in my cell before me? A simpleton who satisfied his onanist impulses during vigil mass. The idiot couldn't understand what he was accused of. He didn't have a clue what to confess. Shame, really. Then the Inquisition will be
very happy to hear about your absence of faith. You'll be pleased to know that this is exactly why the Inquisition hired me. So many prisoners down here threaten me with their satanic powers. A superstitious man would have fallen prey already. Oh, for God's sake, have mercy on me. A moment ago, you wanted to report me to the Inquisition. If my soul had any room for mercy, it wouldn't be for you. Manchmal bekommst du nützliche Informationen, die du später noch gebrauchen kannst. Dieses Wissen wird unten rechts auf dem Bildschirm im Info-Inventar gespeichert. Lass R2 gedrückt, um das Info-Inventar zu öffnen. Mit R oder Steuerkreuz kannst du nehmen. Ja. What's my disgusting cell companion accused of? With sacrilege. The monk who took care of... Das kennen wir ja. Er hier... Skeptisch. You swear in vain, Don Miguel. Your menaces don't move me. Unlike the cretins in this superstitious village, I don't believe in the existence of God or the devil. Nun gut. Schauen wir weiter hier. Weiter laufen kann ich ja nicht. Der Wache zufolge hatte sich sein Besitzer verletzt und als der Treiber dessen Blut roch, wurde er voll und freischaffend. Das macht natürlich Sinn. Ein Gedanken an den luftigen Schinken läuft ins Wasser im Munde zusammen. Wie viele Stunden sind seit deiner letzten Mahlzeit verstrichen? Oh, das ist die gleiche Art von Knopf. Position dieser Schwein. Ein Folterwerkzeug, das als Schraubstock bekannt ist. Du streckst dich so weit es die Ketten nur erlauben, doch bist noch immer zu weit entfernt. Du hast dieses Symbol noch nie zuvor gesehen, doch du erkennst es sofort. Ist das etwa, dass du der Sohn des Teufels bist? Vielleicht darin ist, um deinen Durst zu lindern. Leider wirst du das erst erfahren, wenn du dich dieser Ketten entledigt hast. Getrocknetes Blut eines ehemaligen Gastes dieser Zelle. Du solltest besser beten, zu Gott oder zum Teufel, du hast die Wahl, dass zukünftige Gäste, nicht auch deines, hier unten finden werden. Dieser Fetzen ist eines Edelmannes wie dir nicht würdig, zumal du ihn wegen der Ketten eh nicht erreichen könntest. Du kannst von dort aus nicht sehen, was drin ist. Altes Kupfer. Kleine Flämmchen, die schon bald verlassen werden. Das ist noch was hier. Du entsinnst dich, dass der Zimmermann deines Vaters einst ein ähnliches Instrument angefertigt hat. Doch welchem Zwecke dient es? There's a wooden board with holes in my cell. What's it for? It amazes me that you've never seen the stalks before. The Duke, your former father, must have used it on his vassals very often. There's a wooden board with... It amazes... Du könntest diese Eisenstange als Waffe einsetzen, wenn es hart auf hart käme. Gut, schauen wir hier erstmal rein. Irgendwo muss von oben auf dich
Irgendjemand muss von oben auf dich herabschauen, denn wenn du dich unter dem Lichte bewegst, Alonso, der Sohn des Kochs seines Vaters, vor 2 Wochen verließ er das Haus des Fürsten, um sein Glück zu machen. Nun, wenn er irgendetwas gemacht haben sollte, dann gewiss nicht sein Glück. Kein Puls, doch die Haut ist noch nicht völlig erkaltet. Am Ende des Seils der Tod. Am anderen Ende die Freiheit. Aber Alonso, vor ungefähr 3 Jahren wurdet ihr dabei erwischt, wie ihr zum Scherze die Kleider vertauscht. Dein Vater wies dich zurecht. Alonso konnte tagelang nicht mehr sitzen. Obwohl er etwas älter als du war Alonso so groß und so schwer wie du. Wie ist er gestorben? War er krank? Schlage dir all deine Fragen aus dem Kopf und frohlocke. Er ist tot, damit du leben kannst. Kein Puls, doch die Haut ist noch nicht völlig erkaltet. Eine kleine Rolle Pergament, seltsam schwer. Wer auch immer diese Leiche hier hinuntergeworfen hat, will offenbar, dass sie deinen Platz als Gefangener einnimmt. Sobald der Rest des Plans verwirklicht ist, tauschst du mit ihm die Kleider. Nun gut. Öffnest vorsichtig den Beutel, was sich darin befindet, muss mit Umsicht behandelt werden. Eine fuentenegranische Dämonenkröte mit Drüsen auf dem Rücken, deren giftiger Schleim Halluzinationen hervorruft. Im Verlauf des Spiels wirst du Gegenstände aufsammeln, die dir helfen, weitere Fortschritte zu machen. Sie werden im Objektinventar und links auf dem Bildschirm aufbewahrt. Lass L2 gedrückt, um das Objektinventar zu öffnen. Mit R oder Steuerkreuz kannst du die Gegenstände durchsehen. Was auch immer das sein mag, es ist durch das Loch oben gefallen oder geworfen worden und ist schwer. Ah, da kommt man zu öffnen. Der Sohn des Fürsten muss sterben. Der Sohn des Fürsten muss Latein. Du hast nie gelernt zu lesen, doch jetzt kannst du es verstehen. Ein kleiner Gegenstand aus Metall, der vielleicht dorthin geworfen wurde, um dir bei deiner Flucht zu helfen. Die Frage ist, wie? Um im Spiel weiter voranzukommen, musst du Objekte in deinem Inventar miteinander kombinieren oder mit Hotspots verwenden. Um einen Gegenstand aus deinem Inventar mit einem Hotspot zu verwenden, wähle zunächst den entsprechenden Hotspot aus. Sobald du den Hotspot ausgewählt hast und die Gegenstände im Inventar zu sehen sind, wähle ein Objekt bzw. eine Info aus. Möchtest du 2 Gegenstände aus dem Inventar kombinieren, wähle einen davon aus. Sind alle anderen Objekte sichtbar, wähle den nächsten Gegenstand. Drücke Dreieck, um dir den Charakter näher anzusehen. Wer bist du nur wirklich, Miguel? Der Sohn des Fürsten Fuentenegra oder ein Nachkomme Satans? Im Gegensatz zu deinem fürstlichen Schlafgemach gibt es hier unten keine Spiegel. Doch du willst dich gewiss jetzt nicht selbst sehen, glaube mir.
Da oben bleiben. Heruntergestoßen, geschleift, gesteinigt. Seine einst so eleganten Gewänder sind nunmehr nur noch Lumpen. Ist gewiss nicht der Arm eines Soldaten. Eine Fähigkeit, die linke so gut wie die rechte Hand benutzen zu können, ist einer der Gründe, warum du hier unten bist. Schmerzt das? Daran solltest du dich wohl besser gewöhnen, denn von nun an wirst du weitaus mehr Zeit auf den Knien als im Stehen verbringen. Falls du dir vorgenommen haben solltest, am Leben zu bleiben, zuerst solltest du dich besser von deinen Ketten befreien. Das kriegen wir hin. So. Nutzen wir mal das hier. Das könnte ein Schlüssel sein, also steckst du ihn in das Schloss an den Ketten und... Wenn sein Antlitz nicht wäre, könnte er als Vieh durchgehen. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Scheint nicht. Okay, schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Die Eisenstange hier. Achso. Ah, jetzt nimmt er so. Stellt sich heraus, dass es sich um den Schlüssel für deine fein gefertigten Ketten handelt. Die Handwerksmeister der Inquisition sind unglaublich. Du öffnest den Mund der Kröte mit dem Schlüssel, findest darin aber keine Geheimnisse. War auch eigentlich nicht meine Absicht. Vor Jahren hast du mal den Rücken einer Dämonenkröte berührt und danach die Stunden an Feen und Elfen geglaubt. So, erstmal. Mal gucken hier erstmal gut an. Je länger du es dir ansiehst, desto mehr bist du davon überzeugt, dass es das wahre Wappen deines Hauses ist. Also ein Pentagramm, naja gut. Er ist leer und wird deinen Durst nicht stillen, doch du nimmst ihn an dich. Trockenes Blut eines ehemaligen Gastes deiner Zelle. Weil er nicht so porentief rein ist wie die Taschentücher, in die du sonst deine adelige Nase entleerst, nimmst du ihn an dich. Kann man mal machen, ne? Die verlöschenden Flammen sind nicht heiß genug, um den gewaltigen Kessel zu erhitzen. Er ist leer, riecht aber nach Öl. Wer weiß schon, für welche Grausamkeiten er benutzt wurde. Rot wie die Höllenflammen, aus denen du angeblich gekommen sein sollst. So, nicht. Altes Kupfer. Kann man da mit dem Lappen, ja? Könnte schon hilfreich sein, den Fetzen mit etwas zu benutzen, aber nicht mit Öl. Okay. Dann vielleicht der Becher. Du könntest den Hund mit Öl einschmieren, doch deine Lage würde das nicht verbessern. Okay. Dann sinnst dich, dass der Zimmermann deines Vaters einst ein ähnliches Instrument. There's a wooden board with holes in my cell. It Hat amazes er me. uns ja schon gesagt, was das ist? Ein Folterwerkzeug, das als Schraubstock bekannt ist. Das an deiner Hand als
als in der deiner Bewachung. Ach so, ja, jetzt habe ich verstanden. Was ist, wenn er keiner gefährlich ist? Ein mörderischer Keiner, den du entfesselst. Kein anderes Opfer findet, wird er How does the boot work? You turn the handle to separate the two boards as much as possible. Then you put the prisoner's ankle between them. Then you turn the handle in the opposite direction, so the nails pierce the flesh. And he bleeds.
There's a wooden board with holes in my cell. It amazes me that you've never seen the stalks before. The Duke, your former father. Selbst wenn die Stange glühend heiß wäre, konntest du ihn nicht niederschlagen. Ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich das Mikrofon aus hatte. Natürlich, nachdem ich einiges vorgelesen habe, jetzt nicht so toll, aber vielleicht kann man das leider nicht ändern. Die Stange wieder kalt. Du könntest sein Antlitz durch Schläge entstellen, ihn wie dich gewanden und dann entfliehen. Jedermann würde dich halten und du könntest fern von hier ein neues Leben beginnen. Doch du bringst dich nicht übers Herz. Natürlich nicht. Aber deine Klamotten kann ich anscheinend auch irgendwann noch nicht anziehen. Jetzt nochmal hier hin. Die Stange nochmal raus. Ein Ende der Stange. Ist zu groß. Du selbst ist. Du musst den Fetzen um die Stange wickeln und von der Inquisition und zwar nicht schwenken, so würde dir das überhaupt nichts bringen. Du kommst hier nur raus, wenn du fliehst oder deine teuflische Herkunft beichtest. Todessache lebendig deine Wahl. Okay. Muss ich mit der Stange irgendwas einfallen lassen. Vielleicht kann ich hier das Blut. Damit kann ich auch nichts machen. Denn hier irgendwas. Leider. Wer auch immer diese Leiche hier hinuntergeworfen hat, will offenbar, dass sie deinen Platz als Gefangener einnimmt. Sobald der Rest des Plans verwirklicht ist, tausche mit ihm deine Kleider. Also ist er noch nicht verwirklicht. Okay. Ist hier irgendwas? Muss ich hier am Blut rankommen wahrscheinlich. Okay.
dabei erwischt wirst, wie du eine Kröte in den Kessel tust, hört man dich sowohl als Teufelsbrut als auch als Hexer brandmarken. Öl geht nicht, hier auch nicht. Nötig sein, die Maschinerie der Inquisition stets gequält. Vielleicht kannst du... Ich kann ja nochmal mit ihm reden hier. Are you going to torture me? Yes, I am. They'll ask questions you have no answer for. Like all prisoners, you'll hang on to a vain hope of survival. It'll take you hours to confess. With a little bit of luck, I'll get to use all my instruments on you. There was oil inside the cauldron in my cell, wasn't there? The usual procedure is to boil the oil and then pour it over the prisoner. I prefer to combine it with metal funnels to fill his orifices. There's a wooden board with holes in my cell. What's it for? It amazes me that you've never seen the stocks before. That you, your former father, must have used it on his vassals very often. Right. The head goes in the big opening, your arms or legs in the small ones. Then it's taken to the public square for public scorn. What else can you tell me about the stocks? Well, the stocks is a free torture instrument invented by Sir Richard Stockman. He believes that torture is a common good, a space of possibilities that should be open to the community's creativity. This way, everyone can modify the prisoner's state by forking him or distributing his individuality over him, usually in the shape of fluids, if you take my meaning. Could you please fill my tankard? I'm dying of thirst. You lie. I know how a man dying of thirst looks. Also das Adventure-typische, alles einfach mal ausprobieren. Die der Jungfrau sind länger. Ja. 10 Punkte, wenn du die Kröte auf den Daumen tust. 1000, wenn du deinen Grips und die Kröte einsetzt, um von dort zu verschwinden. Vielleicht kann ich die Kröte ja... Das Kommando führte, dass deine Sprachkenntnisse ein Werk des Teufels sein müssen. Ja, so ist das dann. Also die Wache ist vielleicht...
Humpen sind jetzt nicht so unterschiedlich, oder? Nee. Du könntest den Humpen der Wache säubern, doch es besteht kaum Hoffnung, dass sie dir das danken wird. Warum nur nicht? Also was muss hier doch gemacht werden können? Rote Flecken. Eine Idee, ja. Das ist nix. Kettenpanzer sind eingetrocknet. Wenn du den Fetzen rot färben willst, musst du dich woanders umsehen. Das habe ich mir gedacht. What's my disgusting cell companion accused of? With sacrilege. Also, mein Becher will er nicht füllen, das ist schon mal sehr schade. Giftigen Kröte den Humpen einreißt und jemanden dann was trinkt. Ich soll die Vision haben, wo wir was tun wollen. Drücke das Innere des Friedens aus. Das ist hier interessant. Dann muss erstmal, wie das alles so funktioniert. Guten Griff. Das ist mit verhumpen. Okay. Was kann ich noch alles Schönes machen? Ich gebe ihm das jetzt erstmal. Dann wir das nochmal hier drauf an. Achso. Could you please fill my tankard? I'm dying of thirst. You lie. I know how a man dying of thirst looks. Muss ich den vielleicht mal polieren? Nicht mal so schmutzig, also verschwendest du deine Zeit damit, das Ding so zu machen. Schade. Beginnen in deinem Kopf zu reifen. Erster Schritt, benutze den Fetzen mit Gift, indem du den Rücken der Kröte damit abreibst. Zweiter Schritt, bringe die Wache dazu, in deine Zelle zu kommen, und wenn sie nicht hinsieht, lege ihr den Fetzen auf das Antlitz. Dritter Schritt, vergiss einen Plan, der so riskant ist, denn bei einer direkten Konfrontation mit der Wache kannst du nur verlieren. Vierter Schritt, lass dir einen neuen Plan einfallen, um die Wache zu vergiften. Na gut. Also zu säubern ist hier dann auch nichts. Hier kann ich nichts machen, ne? Sollte deine Flucht scheitern? Ja, das kennen wir. Ja, das war nicht.
Muss mir noch was einfallen lassen hier. Ja, doch noch irgendwas. Also kann ich die wohl einspielen, vielleicht sieht das nicht mehr an. Antlitz entstellst und dann gewinnst, wird niemand dich jemals wiedererkennen. Ja, da fehlt dir der Mumm, dich selbst zu verletzen, zumindest nicht dein Antlitz. Du musst verschwinden, jedoch auf eine Art und Weise, dass niemand mehr auch nur daran denkt, dich jemals wiederzufinden. Sich hinter einem Lumpen zu verbergen, könnte da nicht ganz ausreichend sein. Wenn du nicht so jung wärst, wusstest du, dass der Alkohol die Lösung aller Probleme eines Mannes ist. Wenn du ihr Leben und erwachen werden solltest, dann hast du es auch verdient, dein glückliches Los zu feiern. Wenn das Gift der Kröte abletzt, werden sich deine Sinne verwirren. So wird ein jeder des Betruges leicht gebeugt. Du möchtest dir denn wirklich deine Lage noch klar machen? Bitte. Sie hier verletzen. Bist du gerade fahren, könntest du deine Sachen pflegen. Möchtest du das, was du am Leib trägst, wieder gewöhnlich in den Bereichen. Ist dein Arm. So, Arm und Blut. Solltest du deinen Arm mit jedem Daumen dort durchbohren wollen, begreifst du dann nicht, dass dein Blut im Strömen tief wurde. Wir wollen noch nicht zu. Einfach tief einatmen und die Daumen durchbohren. Und heraus, dass der Schöpfer verblieben. Dass er erstmal einmal raus hat, wie das funktionieren könnte, aber ist das gar nicht mehr. Gucke ich mir nochmal an, blutet er jetzt? Okay. Ein eigenes Blut, der Gestank wird stärker. Das ist jetzt auch noch irgendwas für einen Humpen mit seinem eigenen Blutquellen. Wahrscheinlich könnte das ein Zitat eines arroganten Ketzers sehen. Vielleicht kann ich das jetzt mit dem Schweinchen kombinieren hier. Du fetzen fort und wartest, dass er sich wieder beruhigt. Wenn er dich mit den Fetzen neben deinem Antlitz und seinen Hauern zerreißen. So. Vielleicht lege ich ihm das etwas.
Zeichen erinnern dich an etwas, das fällt dir einfach nicht ein. Müssen zufällig entstanden sein. Schnupperst, um sicher zu gehen, ob das Gift zu riechen ist. Nichts. Hier den Becher irgendwie. Ah ja, so. Rusch von Blut wird den keiner Treue machen. Wenn er seine Ketten löst, wird er erneut Antlitz verzerren. Jene argwöhnische Sache könnte verdachtstellen. Ihr nachdenken. Ja, das scheint noch zu fehlen. Am Hals. Nee, geht nichts. Beutel, da ist da noch was drin. Je mehr du den Beutel durchstöberst, desto weniger Kröten findest du darin. Vielleicht müssen wir immer noch einen Weg finden, deinen eigenen Tod vorzutäuschen. Sagt hier noch der Kohle. Waffe noch im Keller. Hier dann austauschen. Und du besserst dich, dass die Waffe gerade nicht hinsieht und tauscht schnell den Rücken. Sehr gut. Bitte, die Waffe darf nicht sehen, lässt du dich. Bloody hell. What? I like it.
I like it. Vielleicht kann ich ja jetzt seine Betten öffnen. Ich schaue hier mal den Becher an. Ach, hier, leider fast ausgeschlossen. Da kann ich ja nicht anders gucken. Versengen, die Lampe vertauschen, scheint nicht zu sein, dass Adveture Run. Kann ich den Hund mit Öl einschmieren, dass seine Lage würde das nicht verbessern. Bitte anreihen. Ich will den Keiler nicht aus der Distanz unter Drogen setzen. Du könntest die Kröte einfach dem Keiler zuwerfen und zurücklegen. Nee, du, nee. Das will ich nicht. Was machen wir dann? Kaputt. Aber ist auch nichts. Halluzinogen. Wird die argwöhnische Wache glauben lassen, jener satanische Keiler habe sein Antlitz verzehrt. Sollte daher nicht mehr nachspielen. So, macht mich auf den Tod gefasst, wenn er nicht los ist.
Don't be afraid, Don Miguel. As Satan's son, you'd better get used to all kinds of creatures, even my good Ursa's. Now we must leave. No. I need you to answer some questions first. Only one. The rooster is about to crow. Why are you helping me? I seek for knowledge, Miguel. Your gift for languages is the key I need. You're satisfied? No, not yet. How did the cook's son die? The poor boy died from the cold, I think. Ursus and I found him on our way to rescue you. A happy coincidence. Come here, I beg you. I haven't saved your life. I've granted you a new one, and I beg you, make good use of it. I'm sorry. I think I owe you an apology, don't I? Your only duty is to mount that horse right now, or all three of us will perish. Das Licht zeigt eine neue Nachricht an, diese Nachricht. Das ist die Videobotschaft, die du dir selbst Tag für Tag schickst. My name is John Yesterday. Yours too. Look at your left hand. If you have a scar like this one, then you've lost your memory. So let me bring you up to date. You are more than 500 years old. In 1501, the priest Gines de Orduña made you go through an alchemic transmutation, which makes you come back to life again each time you die. But when you resurrect, your body returns to the age and state that it was in when you first died. But you lose your memory. Thus, the email and this video. 3 years ago, your girlfriend Pauline was transmuted too. When she dies, she comes back to life just like you, but with an advantage. She doesn't lose her memory. Look for her. Start here. In the meantime, if you want to know more about your past, visit this page. John? Yes. Are you awake? No. Teilen Sie sich Pauline und John eine Szene, kannst du durch Rücken von Viereck von inspirieren. Also ich werde wechseln. Again? Manch einer mag das als extrem bezeichnen, doch du hast beschlossen, dieses Leben nicht mit diesem Verhalten fortzusetzen. Gleichen Verhalten tauchen jedes Jahr wieder auf. Du weißt genau, wie du die wieder loswirst. Okay. Ein guter Haartrockner, doch der andere ist kleiner und ideal für Reisen. Sehr lange Reisen.
trinke hier die Kaltencreme oder so ein Scheiß. Schauen wir mal. Oh. Schön. Und mal einen anständigen Film. So. Kombiniere ich hier, du hast das Ding online gekauft, bei dieser Händler, dieser normaler und billiger Händler. Sehr schön. Ja, Alternative, dann brauchst du. Zu ihm hier eben. Ein Geschenk von Boris, dem einzigen Freund aus der Zeit, bevor du zu John Yesterday wurdest. Das Tagebuch, dem Paulins Vater seine Erkenntnisse über den Orden des Fleisches und dessen Gründer Jin de Orduna anvertraut hat. Du in einem längst vergangenen Leben, in dem du deinen Freund Boris trafst, damals auch dich Choke nanntest. Paulins Vater, er wurde vor 4 Jahren ermordet. Beim ersten Besuch in Paris wurdest du vom irrwitzigen Rhythmus der Stadt überwältigt. Jetzt schlägst du dich dort deutlich besser. Pauline war so aufgeregt, als sie es dir gegeben hat, dass du dich nicht getraut hast, ihr zu sagen, dass es dir nicht wirklich gefällt. Kaum zu glauben, dass jemand mit ihrer Vergangenheit als Besitzerin eines einfachen Antiquitätengeschäfts glücklich werden kann. Einmal kurz, nachdem ihr euch kennengelernt hattet, schloss Pauline ihre Augen und fragte dich, welche Farben haben meine Augen. Blau, sagtest du. Obwohl du dich noch ganz genau an ihre Farbe erinnern konntest. So ein Arsch. So ganz kannst du Paulins inniges Verhältnis zur Technik nicht nachvollziehen. Könntest du auch, schließlich bist du ja ein Mann aus einer anderen Epoche. Gestern Nacht, als ihr beide im Bett gelesen habt, hast du ihr über den Bauch gestreichelt. Euer letzter Streit über das Kinderkriegen ist noch zu frisch, weshalb du das Thema nicht wieder angeschnitten hast. So, the meeting with the New Zealander guys is tomorrow, isn't it? No, I canceled it. What are you talking about? I thought client relations was my job, huh? Weasel discovered they're crooks. They pass off items made for fantasy films as antiques. Well, I guess Weasel didn't do anything too crazy to find that out about the Kiwi guys. Madness is a legal term, John. You're telling me she did something illegal? Absolutely not. I never give a friend away. So maybe these Kiwis were selling things from movies based on this trilogy.
Of course not. The crappiest prop from one of those films is more valuable than most antiques. No, they sell items from way cheaper films. These days, everybody who wants to shoot a crappy fantasy film goes to New Zealand. I told you that they never came to get the Phoenix and the other pieces, didn't I? No, what happened? We need the money. I don't know what happened. They phoned and said they'll come as of tomorrow. Hier kann man noch ein bisschen... Das Symbol, das dich verfolgt, seit du dich erinnern kannst und schon davor. Okay. Tagebuch. Gestern hast du bis spät in der Nacht dieses Tagebuch im Bett gelesen. Vielleicht hast du davon ja den Albtraum gekriegt. Drehen kann man es nicht. Achso, hier. Die Website, die du als externes Gedächtnis verwendest, falls du dein internes wieder verlieren solltest. Es gibt Leute, die würden für eine solche Güte töten. Aha, sehr witzig. Du hast dieses Porträt genauso, wie du John liebst. Und so sehr, wie du John dafür hasst, dass er es dort platziert hat. Morgen, Papa, wusstest du. Was du geht. Du würdest gerne von ganz oben springen, aber irgendwie findest du nie die Zeit dafür. Du hattest sie gekauft, um sie im Antiquitätenladen zu verkaufen, und doch John dachte, sie sei ein Geschenk für ihn. Er hat sich so gefreut und du wolltest ihn nicht enttäuschen. Tja. Nur für den Fall, dass er Falten bekommt, hast du ihm schon gesagt, dass er welche hat und fantastisch dumm aussieht. Ja, da war doch noch was. Ja. Nur wenige Sachen sind so fest wie Johns Hand, doch gleichzeitig ist er ja auch so schwach. Ja, gut. Der schwache John. I heard you moving in your sleep. Nightmares? Yeah, sort of, I guess. Honestly, no. No, I'm sure they're not dreams. But my actual past lives. At least you're recovering your memory. Yeah, right. The bad news, that it's always the same piece of memory. As if I were blocked at a specific point. Your friend the sacrilegious pig again, huh? Yep. Would you please stop dreaming about hogs while sleeping with me? But I'm hog wild about you, dear. Something new about the coin? No. I think the events in my dream all happened before everything related to the coin and the transmutation. Is Boris coming to work today? Yeah, at noon. You told him to clean the van before he comes. Oops. Forgot. You think you're the only one who can have amnesia? Ha ha ha. That's not fair. Are you gonna take a shower? Nope. Took one last night before bed. Good. Because I need to use the shower again. Sie hat doch gerade erst geduscht. Sie wollte doch irgendwie ihre Falten loswerden hier. Kann sie noch mal hier die Creme benutzen? Nicht.
aufstehen? Ne, kann er nicht. Lin hat dir geholfen, sie auszuwählen. Sie ist diejenige, die sich mit solchen Sachen auskennt. Das Video haben wir uns ja angeguckt. Also irgendwie. Ich kann ja die Münze mit dem Tagebuch kombinieren. Symbol, das dich verfolgt, bla bla bla. Das Tagebuch mit dem Internet auch nicht. Das Handy mit dem Internet auch nicht. Mal sehen. Quecksilber hier. Mit ihr kann ich ja wenigstens durch die Gegend laufen. Du schließt, dass du in der Dusche den Falten loswerden willst. Jetzt brauchst du nur noch das richtige Werkzeug. Perfekt, dann sag mal deinen Fallen tschüss. Aber du probierst das ja gerade mit einer ungeladenen Waffe. Oh, nee, da ist doch eine Kugel drin. Lady. Da ist doch eine Knarre drin. Kugel. Okay, schön. Du wirst dir in dieser Dusche das Leben heute. Problem ist bloß, dass du zu viel Lärm machen würdest. Sonst kann dich nicht hören. Das ist hier. Da springen. Folgst den unteren Teil der Sprühdose ab und. Oh, ein Schalldämpfer. Psst, Ruhe. John darf dich nicht hören. Soll also nicht hören, wie sie sich wegschießt. Alles klar. Dann wird sich klammheimlich weggeschossen. Achso. Jetzt erstmal nachher zurück. Dann nutze ich mal den Schalldämpfer mit der Waffe. Wichtiges Zubehör. Das laufende Wasser wird das Geräusch etwas dämpfen, doch John wird es trotzdem hören. Dann müssen wir uns mal irgendwas einfallen lassen hier. Vielleicht kann ich die da wieder reinpacken. 5 hier nicht. Probieren wir es einfach nochmal aus hier. Halten. Perfekt, dann sag mal deinen Falten tschüss.
Mal sehen, und die Falten weg sind. Happy birthday, boss! Boris, today's not my birthday. Come down quick! I'm double parked. Warum besteht John nur darauf? Come on! Ah, I gotta okay. tell you something. You're never going to believe it. Okay, you convinced me. Thanks, John. I'll take pictures of the sculpture and look for its documents. And me? John, you Google that collector just in case. Victoria Baxter, right? Yes, and me? Maybe we could give her a little gift to make a good impression. Well, as long as you take care of it. And me? You'll come to Baxter's house with me. If what you say is true, and tomorrow she's leaving on a trip, we must be quick. But now park that van. You're breaking the law. Yeah, no more tickets, Boris. Happy birthday. Dein Atelier. Du könntest dein ganzes Leben hier verbringen. Objekte restaurieren, Musik. Sehr hübsch. Dein Vater hat diese geschnitzte Skulptur zum Spottpreis bekommen, weil sie stark mitgenommen war. Aber er hat sie hervorragend restauriert. Der geschlossene Mund formt den Unlaut, Symbol für den Tod aller Dinge. Deswegen hat dieser Neo, der Beschützer Buddhas, den Spitznamen Ungyo. Die Hand verwehrt den Durchgang, deswegen wurde diese Statue an einen besonderen Zugang zum Tempel platziert. Soweit du weißt, basieren die Street Fighter Charaktere Guken und Akuma, dein persönlicher Favorit aus diesem Neo. Doch bei dem Kragen hat die künstlerische Freiheit gesiegt. Brustwarzen sind so riesig, dass Facebooks Algorithmus sie zensieren würde. Doch da weder du noch Le Tout Petit einen Account beim Netzwerk der Netzwerke haben, wirst du das wohl niemals herausfinden. Der nach unten weisende Stab symbolisiert latente Stärke. Wenn du dich recht erinnerst, entsinnst, gehörte der Sockel ursprünglich nicht zu dieser Statue, den hat dein Vater dort aufgestellt. Nicht die beste Fotografenausrüstung der Welt, aber sie reicht. Das wäre wohl die Hauptsache. Ja. Ein gefallener Engel. Er erinnert dich an Johns Albtraum, der Sohn des Teufels. Ha. Du nimmst den besten und neuesten Pinsel. Ja, die neuen Pinsel sind nicht immer die besten. Eine Gipskopie der Büste der Nofretete, auch bekannt als Mona Lisa von Amana. Du warst 8, als du sie zusammen mit deinem Vater modelliert hast. Choke, der damals noch einigermaßen bei Verstand war, meinte, du seist der nächste Michelangelo. Wenn nur dein Vater hier sein könnte, um zu sehen, wie gut es dir geht und wie glücklich du mit John bist. Denn du bist doch glücklich, oder? Ideal für schnell trocknende Tinte. Gut, was haben wir noch? Die beste Tinte zum Malen auf Gummi und Holz. Die schlechte Nachricht ist, dass sie lange zum Trocknen braucht.
Du hast anhand von Johns Erinnerungen ein 3D-Modell der Münzen angefertigt. Er sagt, du hast das zu 100% hingekriegt. Ja, super. Was noch? Ein Hammer. Was keiner weiß, mit 15 hast du einem bei einer Straßenschlägerei mit genauso einem Hammer die Kniescheibe zertrümmert. Okay, der Besitzer des Knies weiß das natürlich. Das war's. Okay. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier geht's dann wahrscheinlich wieder raus. Da ist noch eine Truhe. Die letzte Antiquität, die dein Vater gekauft hat. Eine Truhe, die vom französischen Königshaus im 17. Jahrhundert verwendet wurde. Du könntest sie verkaufen und einen Großteil deiner Schulden begleichen. Aber nein, das kannst du einfach nicht. Okay, das war einfach. Vielleicht kann man hier noch irgendwas... Der Bolzen sitzt so fest, dass du ihn nicht bewegen kannst. Wie viel Zeit ist vergangen, seit du das letzte Mal die Truhe geöffnet hast? Ist auch noch ein hier. Was oben drauf noch ist. Nichts. Dann kann man das vielleicht hier mit dem Hammer. Klar, du könntest sie mit diesem Hammer öffnen noch, dabei wurde auch der Bolzen beschädigt. Stattdessen den Nylonhammer benutzen. Doch wo hast du den nur gelassen? Könnte auch. Achso, jetzt kann ich ja nichts. Ah, doch, jetzt wieder. Du könntest den Bolzen schmieren und zwar mit. Hey, nein! Das ist doch Klebstoff. Der bewirkt genau das Gegenteil. Wenn du irgendein Schmiermittel nimmst, schadet das dem Material. Sachen mal an. Ein feiner Pinsel für die Teilarbeiten. Ein Fixierer für Farbe, Lack und andere Oberflächen. Den Nylonhammer, um die Truhe deines Vaters zu öffnen, ohne sie zu beschädigen. Doch wo ist der? Vielleicht finden wir das noch heraus. Viel angucken kann man sich hier nicht. Das ist das und das. Fotoausrüstung, hier geht's raus. Die Truhe, das Regal. Mal gucken hier. Die Treppe führt zur Straße vorne, wo auch der Haupteingang des Antiquitätenladens ist. Okay. Da kann ich rein. Heute ist das erste Mal, dass du seit dem Unfall in den Van steigst. Das ist kein Trauma, aber wenn es sich vermeiden lässt. Guck ich erstmal nochmal, was hier jetzt geht. Kann ich aber nach hinten. Ja, da geht's nicht weiter. Hier. Aha. Have you seen a nylon hammer somewhere? No. John! Have you seen the camera? Nope. You were the last to use it. It's probably in the chest. You already know what gift to give the collector? No, not yet. But I'll get an idea from the info I googled about her.
Have you seen a nylon hammer somewhere? No. I can't stand him calling you Choke. Why can't he get used to your real name? Because I was, the first good thing that happened to him after he lost his son, and he went mad. Give him some time. We've talked about this a lot of times. He's a bad worker, he costs us money, and we don't need him anyway. I won't leave him again, Pauline. I promised him I'd take him out of the madhouse, and I did it. But now if I leave him in the street, what'll become of him? You should see how he treats me when you're not around. I don't know, maybe he's jealous. Jealous? He only has me. Reiß dir auf die Zunge, du verlässt dich wieder auf John und noch irgendjemanden anderen. Du hast auch sonst keinen. So, ein bisschen abgelenkt, oder? He says, happy birthday, more and more. He's getting worse. I wouldn't say that. I find him more centered. I mean, it's been months since he phoned the police to ask them about his son. Yeah, now he just looks for him on Facebook. Are you sure that Baxter is interested in the Neo? I know you're fond of the sculpture, but I think of it as a chess pawn. We lose it to save the shop. And of course she'll like it. According to Boris, she loves Japanese carved sculptures. And she won't find anything as good as our Nyo. I guess you're right. But there's less and less of my father here. Achso, mehr geht hier nicht. Dann mal mit ihm quatschen hier. Dir ist klar, wie viel er John bedeutet, aber mit ihm zu arbeiten ist einfach zu viel des Guten. Der sieht auch nicht gerade freundlich aus. Schauen wir uns den Irren mal an hier, da oben. Du hast ihm dieses Tuch zum Geburtstag geschenkt, weil du es eh wegschmeißen wolltest. Jetzt trägt er das voller Stolz. Er hat das gleiche T-Shirt in verschiedenen Farben, selbst eins in Blau, Rot, Weiß, Rot und Weiß mit Sternen, Streifen und dem Akronym CCCP für die UdSSR. Nach einer Hand. Du hast diese Hose für John gekauft, doch er fand sie zu modern. Du willst es Boris bei seinem künstlerischen Talent nicht mal zutrauen, eine Wand zu streichen. I can't find the nylon hammer. I have it. Why? None of your business. You want it? Give it to me. Sure, boss. Happy birthday. Are you sure you got it right? You sure she's interested in the Neo sculpture? She said she had a soft spot for Japanese carvings. And as far as I know, ours is a marvel, isn't it? Ours? Yours. Did you take the van to the repair shop? You told me to go today. But the Baxter thing is more important, isn't it? Yes, but I'll take that as a thanks, Boris. Happy birthday. John told you to park the van. Yes. Are you doing it? That's something I'm debating with him. You'll pay the fine next time, okay? Seems fair, boss. I want you to stop calling John Choke. Okay. But his name is Choke. 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 Choke, 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 choke. Stop it, Boris. Okay. End of argument. Choke. Gut. Ich muss mal eben auf Toilette. Bin gleich wieder da.
Übrigens, fröhliche Weihnachten. Hätte ich fast vergessen. Als John dir diese Kamera geschenkt hat, hast du so getan, als seist du wütend. Sie war viel zu teuer. Was haben wir da? Die Lupe eines Antiquitätenexperten. Groß, aber ideal, wenn Genauigkeit gefragt ist. Eines der Bücher, von dem dein Vater wegen Choke wie besessen war. Er fertigte sogar eine 2 Meter hohe Rekonstruktion des Kreuzes auf dem Titel an. Das war's. Vielleicht kann ich davon ja ein Foto machen. Ja. Gut. Schauen wir uns das hier mal an. Die Lupe deines Papas für die Teilarbeiten. John hat dir das zu deinem letzten Geburtstag geschenkt, doch du hast gesagt, dass das viel zu teuer ist. SD-Kartenslot bereit für den Einsatz. Noch eine SD-Karte wahrscheinlich. Oh, ich hasse das. Okay. Soll ich jetzt hier vielleicht ein paar Fotos machen? Je länger du dir die Statue ansiehst, desto unsicherer wirst du dir, weil das Echtheitszertifikat gelassen haben könnte. Als du die Taste drückst, erscheint ein Textfenster auf dem Bildschirm. Daten können nicht gespeichert werden. Die Speicherkarte SD-Kartenplatz einsetzen. Ohne eine SD-Karte zum Speichern kannst du keine Bilder machen. Brauchst eine SD-Karte, die sollte in der Kamera sein, ist sie aber nicht. Ich spiele erstmal weiter mit mir hier, bevor ich jetzt zu John wechsle. Choke, 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 choke! Okay, aber bist du hier im Laden? Nicht. John! Hey, do you have the SD card? Nope, but let me look for it. You look strange today. Is it because of the nightmare? No. Yes. I don't know. It's like my memories are trying to tell me something. But what? Gehe ich doch nochmal zu ihm hier. Choke, 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 choke! Okay. Okay, dann wechsle ich jetzt mal. Da kann er wahrscheinlich wieder nur da rumsitzen. Du googelst Victoria Baxter, während du im Hinterkopf nach möglichen Geschenken für sie suchst. Endlich hast du ihre Adresse gefunden und als sie ihr Foto auf dem Cover... Na toll. Dann entdeckst du das Siegel ihrer Familie, ein verschnörkeltes B und klickst auf Drucken.
hast all diese Stücke mit Verlust an einen anderen Antiquitätenladen in Paris verkauft, weil du sie nicht an deine Kunden verkaufen kannst. All diese Sachen hätten schon letzte Woche von hier fortgeschafft werden sollen. Ja, die Vase ist ideal, falls man im Fall der Fälle mal etwas verstecken muss. Natürlich nicht jetzt, doch du hast bereits so viele unvorhergesehene Situationen erlebt, dass du immer schon so etwas mit einplanst. Was hat das mit dem Handy zu tun? Naja. Der Phönix stirbt und erhebt sich wieder aus der Asche. Seltsam, nicht wahr? Hey, diese Schachtel gehört nicht zu den verkauften Sachen. Manchmal hörst du die erscheiterten Hände. Da geht's durch. Erstmal hier ein bisschen gucken. Wenn du Dinge berührst oder ansiehst, erinnerst du dich an Episoden deiner vorherigen Leben. Heutzutage kommt das seltener vor. Du hast diese Rüstung schon so oft berührt und dich niemals an irgendetwas erinnert, weshalb du dir sicher bist, dass du an den Kreuzzügen nicht teilgenommen hast. Wird nach oben gehen kann ich auch. Irgendwas. Na komm. Die Tapeten fallen schon von den Wänden. Hoffen wir mal, dass diese Sache mit Baxter dir hilft, Petits alte Schulden zu begleichen, doch eigentlich ist das alles deine Schuld. Eine Tabelle mit alchemistischen Elementen, Teil deiner Vergangenheit. Du hast diesen Laptop vor einigen Jahren in New York gekauft, als du dort warst, um Boris wieder hierher zu bringen. Viel besser als französische ASCII-Tastaturen, bei denen Q und W mit A und Z die Plätze getauscht haben. Ach, hier ist die SD-Karte. Aller Logik zum Trotze holst du eine SD-Karte aus dem SD-Karten-Reader. Du nutzt diesen Computer, um ein wenig zu einzelnen Stücken zu recherchieren, die Konten des Ladens zu verwalten und ab und zu Crusader Kings zu spielen. Du liebst den Realismus dieses Spiels, vor allem den Umstand, dass man im Laufe der Epochen immer wieder stirbt. Danke des unendlichen Wissens von Google weißt du, dass Baxter schon mal auf dem Cover von Smokers Monty war. Oben noch irgendwas übersehen? Nee. Eben hier die Box. Gucken. Eine einfache Schachtel, mit deren Hilfe du Stücke und Geschenke für Kunden vorbereitest. Okay. Gehen wir mal hier rein. Du hast das Türschild auf geschlossen gedreht, damit du das mit der Baxter erledigen kannst, ohne gestört zu werden. Wobei du dich an sich gerne um Kunden kümmerst. Es ist schwer, länger mit Leuten zu reden, denn sie reden auch von modernen Sachen, von denen du keinen Schimmer hast, oder legendären TV-Sendungen, die du nie gesehen hast. Und du bist wirklich gut darin, dich kurz mit Kunden zu befassen, halt beruflich, halt privat.
Das Lämpchen zeigt an, dass keine Tintenpatrone vorhanden ist, weshalb das Bild, das du von deinem Laptop aus geschickt hast, nicht ausgedruckt werden kann. Ja, das war gut. Und dann noch hier die Lampe oben. Paulins Papa hat sich vor 4 Jahren dort erhängt. Ach so. Monate vor eurer ersten Begegnung. Wir sind schon im Laden, seit ihr Vorbesitzer sie Petit gegeben hat. Sie sind nicht echt, falls jemand danach fragt, sagt seit 20 Jahren derjenigen hinter dem Tresen in den letzten 3 Jahren, also du. Tut mir wirklich sehr leid, die haben einen großen sentimentalen Wert und stehen nicht zum Verkauf. Passen nicht, selbst der Kleinste nicht. Du benutzt diese Art von Papier, um einige Sachen zu verschönern, wenn du sie verkaufst. Okay. Diese Gratisbroschüren von Le Tout Petit gehen nicht gerade weg wie warme Semmeln. Sagt eine Menge darüber, wie alt die Sachen hier sind. Die Visitenkarten des Antiquitätenladens sind fast so alt wie die eigentlichen Antiquitäten. Okay. Ein chinesisches Stück aus den 1960er Jahren, das seit dem letzten Stromausfall auf dem Tresen steht. Gut, was geht hier noch? Gucken wir den Drucker nochmal an. Letztes Papier reinpacken. Ich brauche die Patronen. Gehen wir nochmal zurück. Mal raus. Ah, gehe ich doch nicht. Erstmal hier oben hin, okay. Das Kreuz, eine Reproduktion des Originals, die Paulins Vater angefertigt hat, verfügt über einen ausgeklügelten Verschlussmechanismus. Dadurch dreht sich das Rad, wodurch sich die im Sockel versteckte Schublade öffnet. 4 Aussparungen sind für die 4 Zapfen an der Rückseite des kleineren Kreuzes. Ein seltsamer Kerl, warum hat er bloß so etwas versteckt? Okay. Wie viel Geld hat Paulins Vater wohl in die Rekonstruktion gesteckt? Mal weiter gucken. Okay. Er hat sein Tagebuch im Sockel des... Achso, das Tagebuch. Achso, das kann man jetzt aber nicht lesen. Okay. Da geht es auf einen kleinen Dachboden im geschäftlichen Teil des Ladens. Die Tür auf der anderen Seite wird durch ein riesiges Gemälde verdeckt. Den Dachboden doch erst gestern sauber gemacht. Da gibt es nichts, das dir helfen könnte, Victoria Baxter zu überzeugen. Okay. Ich mal raus. Du
kannst dir gut vorstellen, dass sie nach der Figur des Le Miserable benannt ist. Treppe führt zur Straße. Obwohl der kleine Platz eine Sackgasse ist und der Van niemanden stört, sehen die Flicks von Paris das anders. Letzte Freund, den du hattest, als du dich noch Choke genannt hast. Ohne das Tuch sieht er wirklich wie der französische Schriftsteller Georges Perec aus, der mal ein ganzes Buch geschrieben hat, ohne den Buchstaben E zu benutzen. Und du bist dir sicher, dass du ihn in einem früheren Leben schon getroffen hast. Trotz seines Namens hat er auch nicht die leiseste Spur eines russischen Akzents. In welcher Beziehung steht er zur UdSSR? Auf die Hose angucken? Sein richtiger Name ist Boris Doe. Den Vornamen hat er sich selbst ausgesucht. Den Familiennamen hat die Irrenanstalt für ihn ausgewählt. Hey, Boris. Say, Joke. You haven't parked the van yet? Nope. I'm gonna finish up with something first, and I'll get to that in a jiffy. What something? Surfing Facebook. It's important. Did they send you the results from your last checkup? Nope. Did I tell you he hit my knee with a little rubber hammer? It was crazy. My leg went boing, and I laughed my ass off. Now, I do it all the time. Boing, boing. You try it. About this TV show. You know, the one where you saw Victoria Baxter? Which TV show was it that Baxter was on today? One with famous people nobody knows. They're having breakfast with journalists who don't know what they're talking about. And no one sees because they're on at a time when everyone's still snoring. Are you sure she said she was looking for a Nyo? No. They asked her what she'll do now that she lives in Paris. She said she'd make a sweep of the antique shops in the city in search of Japanese art, which I have a soft spot for, especially for the carvings. Did she happen to mention anything about her love for tobacco? Nope. Wait, yes. When they asked her how she liked her breakfast, she said, "It's even better than the French standards. Happy birthday. Only a good pipe could improve it." Why were they interviewing her in the first place? Because they didn't have anyone else, I guess. But they said she is one of the most important collectors in Europe and wants to start her own little Japanese museum in Paris. How much do you think we can ask Baxter for the sculpture? Weil den Verstand verlor, hat Boris sich damit verdingt, Preise zu Oh, what a nuisance. But don't tell the boss I helped you, okay? Date? Origin? Author? It was made by Unkei, the most highly valued sculptor from the Kei school in Japan at the end of the 12th century. Conservation state? It was in very bad shape, but Pauline's father, he did an amazing restoration. Around 600,000 euros. Happy birthday. There's something I need to ask you about our previous life in New York. Oh, Choke. Really? Again? I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm certain somewhere in my past there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. Now tell me again, how did we meet? I was in the station, sitting on a bench, waiting for... you know. I know. You sat beside me, not saying a word. You offered me half a sandwich. I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm certain somewhere in my past there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. I started to think that the demolished station was a church and that we were members of the Inquisition. Why did I think that? No idea. You talked a lot of nonsense. I liked that because you were acting crazier than me.
And you got food and things for us. I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm certain somewhere in my past there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. Do you think I could ever become Choke again? Well, Choke, you still are Choke. Younger, but time will change all that. You are less crazy, though. We're both improving, aren't we? I know we've talked about it a lot, but I'm certain... Oh, okay. What exactly was it like when you saw me die and then resurrect for the first time? I laughed my ass off. I thought, so all that nonsense about eternal life is true. I know we've talked about it, but I'm certain... Oh, okay. Also, dass die paar Sätze da immer wiederholen muss, das finde ich ein bisschen... ein kleiner Minuspunkt. Do you have any idea why I went to that station in the first place? You were sure that Cadway was related to Cadwallader, and that Cadwallader had something to do with the Inquisition, and someone with ginger hair. You never told me that before. Maybe. Or maybe you've just forgotten that I have. I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I... Oh, okay. I thought I asked you to buy ink for the printer. And I did. But there's no ink in the printer. But you asked me to buy it, that's all. Logical. Okay. So would you be so kind as to give me the ink cartridge for the printer, please? With pleasure, Choke. Just ask me. Happy birthday! Na, kann ich gerade mal hier bin. Ich hier erstmal rein. Ich ziehe erstmal die SD-Karte. Here, I guess you'll need this to take the pics. Oops, thanks. Where was it? In the laptop slot. You left it there, I guess. Oh, sure. I emptied it yesterday. Old pics. The ones we took from, that Tibetan mortar. I know I met your dad when I was Choke, but I'd love to meet him now that I'm myself. Why's that? I don't know. I just thought that when remembering that your dad hid his diary in the base of the cross. Everything you tell me, everything he did, he was special. Just like you. And complicated. Thanks anyway. Hey, did you fix the server? Yep. First thing I did. I don't know why it was down, but it's up again. Vielleicht kann Pauline vielleicht die Bilder mit ihrem Smartphone machen. Vergiss es. Sie hasst es ja so sehr, diese Dinger zu benutzen. Sie hat nicht mal eins. Okay. Dann drücke ich mal den Scheiß da aus. Ach so, erstmal die Patronen einsetzen. Julia Baxters Familiensiegel. Und das soll mir jetzt nicht weiterhelfen.
wie oft hast du schon den Preis dieser Aztekenfiguren reduziert? Nach deinen Informationen ist diese Billardpfeife gewiss die kanadische Variante. Das perfekte Geschenk für Victoria Baxter. Ja. Kann ich die mal hier in die Billardpfeife, die kanadische Variante, das perfekte Geschenk für Baxter, wenn es erstmal fertig ist. So. Kann ich hier wahrscheinlich Schachtel kombinieren. Eine gute Möglichkeit, die Pfeife zu präsentieren, doch da fehlt noch der persönliche Touch. Erst das aufgemalte B wird die Pfeife zum perfekten Geschenk für Victoria Baxter machen. Das wäre nur ein Problem, du bist nicht gerade ein Experte, wenn es um Präzision geht. Du bist zu ungeduldig, ja, dann kriegt das Mädel das. Dann kriegt die Frau das. Suche übrigens noch Mitspieler für Call of Duty World War II und Battlefield 5, falls da jemand Interesse hat. Könnte derjenige oder diejenige das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre ich nicht abgeneigt. Hey, I know what to gift Baxter. Are you sure we need to bribe people? It's not bribing. It's called diplomacy. Anyway, Baxter is a pipe aficionado, and it's time that we get rid of the billiard pipe. John, that costs money. We can't afford stupid gifts. It's not a stupid gift. It's a clever investment. Okay, John, you win. There's only one detail missing. Could you paint Baxter's B on the pipe? Okay. Give me a sample of that B and I'll take care of it. There you go. The pipe and the letter sample. So, was könnte man noch? Das reicht ja. Gut, dann mache ich jetzt erstmal die SD-Karte in die Kamera. Dann nutze ich die Kamera. Fertig. Jetzt musst du nur noch die Echtheitszertifikate finden, um Baxter zu überzeugen und den Verkauf klar zu machen. Ach, und dann wäre da ja noch Johns kleines Geschenk, obwohl du weißt, dass das nichts bringen wird. Vielleicht kann ich das hier auch fotografieren. Das ist nicht die Statue da an der Baxter interessiert sein könnte. Na gut. Dann brauchen wir das Geschenk, das du auf Johns Wunsch für Baxter persönlich gestalten willst. Das kann ich hier nicht einfach so. Das ist noch wichtiger als die Vorlage, um die Pfeife zu malen. Präzision.
persönliche Gestaltung der Pfeife erfordert Präzision. Geht doch nichts über die Lupe deines Papas. Dann das B. Okay, du musst dieses B auf die Pfeife übertragen. Aber wie? Mit Pinsel. Aha, jetzt musst du nur noch wissen, mit welcher Tinte du malen sollst. Mit dieser am besten. Alles bereit. Dann los. Jetzt muss das noch schnell trocknen, oder wie? Das Geschenk, das du für Baxter persönlich gestaltet hast. Ist auch ein einziges Detail. Muss ich... So. Oh, ist das fürchterlich. Dann muss ich jetzt nochmal hier den Kleber benutzen. Ursprünglich greife ich an den Kanten und die Pfeife ist fertig. Sehr gut. Und ein Zertifikat musste ich noch suchen. Schauen, vielleicht finden wir hier doch noch irgendwas. Nochmal in die Truhe gucken. Ach, sie hat ja jetzt auch hier... Your dad did an amazing job of hiding the diary in the base of the cross, with such an intricate mechanism. Gut. Kannst du dir vorstellen? Ja, das Kind, das John! I painted the bee on the pipe. What do you think? Marvelous. Many thanks. John! There you go. I almost filled the card. You wanted to see them before? No need. You don't know how to take a bad picture. John! If things go well, maybe we can take a real holiday. Very far away. Oh, I thought you wanted to visit Lemur and Weasel again. Da irrt sich John. Du willst das gar nicht. Ihr wart auf dem Weg zurück aus Amsterdam, wo ihr Freunde besucht hattet. John fuhr den Wagen, als ihn plötzlich eine seiner Erinnerungen für einige Sekunden unaufmerksam werden ließ. Er verlor die Kontrolle über den Wagen. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er hatte das Bewusstsein verloren, als du ihn gerade noch so aus dem Wrack ziehen konntest. Er hätte tot sein können. Wer wäre er dann jetzt? Weasel will come one of these days to get a painting she needs. And to hell with Lemur. Hacker reformed, hacker buried. Oh, I'd love to see her again. And her kids. Vorsicht, gleich fängt der wieder mit Kindern an. Warum? Well, we'll talk about it later. Was ist denn mit ihrem Zertifikat jetzt?
brauchst die Bilder und die Pfeife. Jetzt brauchst du nur noch die Neo-Papiere. Dann packen wir die erstmal ein. Eine gute Möglichkeit, die Pfeife zu präsentieren. Noch zuerst musst du etwas hineintun. So, dann muss ich zweites Papier nehmen. Und das. Ja. Seidenpapier ist perfekte Deko, aber es verhindert auch das gute Stück gegen die Schachteln. So, dann muss einen kleinen Controllerwechsel vornehmen. Scheinpapier wird dafür sorgen, dass die Pfeife nicht gegen die Schachtel steuert. Noch was. Eine Visitenkarte. Perfekt, hoffen wir mal, dass ihr so den Mio leichter verkauft. Findet er hier ja irgendwo den... Ich kritisiere die Grafiker, den Prozessor, grafisch alles. Von den Buchstaben hier. XL oder die Adresse deiner Website sowie das Passwort ein, das in der E-Mail steht, die dir selbst jeden Tag schickst. When you die, you resurrect, but your body comes back to the shape it was in when you died for the very first time, and without any of your memories. So, although you had that scar erased with laser surgery, it's going to appear again if you die. Your best girl. Thanks to her, you've got a very worthwhile present. If the scar on your hand comes back, go to her and do whatever she tells you to do. You work at the antique shop that Pauline inherited from her father. Years ago, when you were known as Choke, you went crazy and lost your mind and ended up living in a derelict metro station in New York, where the psycho found you. Da kommt da nichts. Kann ich mir da nichts angucken? Hier ist ein X, hier nicht. Hier wieder. 3 years ago, a totally crazy millionaire found you at Cadway, and he discovered that you were an immortal, and so he used you to become one himself. Mhm. The crazy tycoon wasn't alone. He had a hunting dog who did everything he was ordered to do. White killed you, and when you resurrected with no memory, he lied to you. He gave you a false life,
a false past, a false career, even a false mother. Yet, although White manipulated you into finding the potion of immortality, you also discovered some things you weren't supposed to. When that happened, like at the Hotel Doré in Paris, he killed you. And when you came back, he manipulated you again, making you start all over again. The last time that psycho killed you, he made you swallow mercury. That was a little mistake, because from then on, you started to remember small pieces from your past, which helped you to finish with him. Your findings led you to the ruins of the Church of St. Fergus in Scotland, where you remembered how you were made an immortal, and where you threw the psycho into a well. Gines de Orduña, founder of the Order of the Flesh, transmuted your body in 1501 so you could return from the dead. However, he excluded one of the ingredients from the potion of immortality, mercury, without which you come back without your memory. The weirdest thing is that Gines was in your dream. You met him as a boy. The coin of judgment is the main ingredient of the potion of immortality. You believe that if you can find one, you'll be able to undergo the same ritual, this time with mercury, so that in the future you won't lose your memory again. A mysterious blind master appears in your dreams, but only there, because his name is not in any history book. You don't even know in which era you met him. Down in the Cadway metro station, you made friends with another crazy street person. He was as nutty as you were. And what drove him crazy was that he couldn't accept the death of his son. Years later, you got him out of the loony bin they put him into and brought him to Paris, where he works with you and Pauline now. Okay. Jetzt muss ich immer noch das Zertifikat finden. Wie war der andere das auch? Ich weiß es nicht. Das einzige Mal, als du ihn nach seinem richtigen Namen gefragt hast, hat er einen kompletten Nervenzusammenbruch erlitten. Okay, kommt rein. I saw some red drops in the shower. Did you hurt yourself or something? John, why do you think I took 2 showers today? I don't know. It came just after the first shower. What came? John, have you learned nothing about women in 500 years? Oh, right. I get it. Talking about your period. Oh Gott, jetzt fängt er. Well, you had it a couple of weeks ago, didn't you? Okay, It's come up before. Tension, the debts. Any progress with the statue's documentation? Not yet, but I'm on it. An email arrived from the Antiques Association of Paris for the annual party thing. I don't think we can go. Too much work. It's just one night. I mean, it's not like we get invited to a lot of costume Dann fällt es dir wieder ein. Letztes Jahr hast du dich als Einstein verkleidet. Pauline trug eine Guy Fawkes-Maske und hatte den ganzen Abend lang schlechte Laune. Du
Du hattest keine Ahnung, warum lässt du zu Hause die Bilder von Shulk in deinem Zuhause. Okay, you're right. Way too much work. How can you work with that music? It gives me energy. The opposite of those prehistoric lullabies that you like. Wait, if I tell you that it's a mysterious redhead playing this track, will you like it better? So funny. By the way, my website works again. Who do you think restarted the server, smartass? Oh, oops. Thank you. By the way, my website works again. Who do you think... Oh. Of course I do, Joke. You gave it to me in Cadway Station, and I gave it back to you when you freed me from Happydale. Your dad did an amazing... Vielleicht ist hier ja noch irgendwas versteckt. Eine blöde Schrift hier oder so. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Vater dort etwas versteckt hat. Doch wie machst du denn auf? Oh, vielleicht hier die Teilsuche. Du schaust mit der Lupe und entdeckst du doch nichts, was du mit bloßem Auge nicht sehen könntest. Der Sockel ist der am wenigsten interessante Teil der Statue von Dexter. Oh, Gewalt und Antiquitäten passen nicht zusammen. Es ist zwar kein Staub vorhanden, doch du säuberst den Sockel mit dem Pinsel, findest aber keine versteckten Zeichen. Du hörst die Symbole und Kanji-Zeichen und mit gewisser Sicht, dass sich die Räder drehen. Doch sonst passiert nichts. Du musst irgendwo einen Zahlenschlüssel. Es muss irgendwo ein Zahlenschlüssel geben. Vielleicht hier. Oder in dem Buch. Das ist anhand von Johns Erinnerungen her. Dann müssen wir hier mit Ruhe gucken. Buch. Eines der Bücher, von dem dein Vater wegen Shulk besessen war. Kreuz. Könnte das Buch vielleicht ein Geheimfach haben? Nach dem Absuchen aller Seiten liegt die Antwort auf der Hand. Nein. Du hast zusammen mit John dieses Buch gründlich analysiert, doch nie etwas gefunden. Okay. Jetzt hat er hier alles versteckt. So stark beschädigt, dass du es niemals mit einem Pinsel retten könntest. Okay. Oh, was ist das denn noch? 2 Tagen hatten nachts deine Freundin aus Amsterdam. Hey, Rat! I need you to find me a painting just like this one. Mediocre or bad quality. Anonymous painter. Painted in the 1880s in the Netherlands. In its original frame. I'll come to Paris personally to pick it up in 2 days. Don't tell John or anybody else, okay, Rat? Stille erfüllt ihre Anforderungen perfekt. Hey, Rat! I'll come to...
I'll pay you a lot for that painting when I close a deal, but I'll give you a little present in advance. Tomorrow you'll receive a parcel from me, a set of micro cameras with mics, incredibly small. They're for you to set up a little security system in your shop. You have things I'm interested in, and I don't want to see you get robbed. Das sind Sicherheitskameras, nicht zum Fotografieren. Bevor du die anbringst, müssen wir das mit der Backstory regeln. Okay, sonst noch was? Choke, 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 choke. So kann sie denn im Laden nichts machen hier. John. Kein Anlass zu einer Restaurierung. Jetzt bestimmt perfekt. Ich muss darauf drücken. Kann hier anschauen. Wahrscheinlich. Ja. Es muss irgendwo ein Zahlenschlüssel liegen. Kann ich hier doch mal irgendwas machen? So ist das ist wirklich dein Ding. Ist nicht, dass es nötig wird, zu bemalen. Gedruckte Seite. Ist nicht, dass es nötig sein wird. Der rechte Stick funktioniert nicht so richtig. Vielleicht gibt es hier was. Oder hier. Schon verrückt wurde und dich zu hassen begann, wolltest du alles zerschlagen, was dich mit ihm, dem Antiquitätenladen, und dem Vater verwandt, wurde die Nofretete gerettet. Bilder davon machen und das Ding
Und einen Wert hat, dann eher den sentimentalen Art. Okay. Manchmal schaust du dir das Gesicht deines Vaters ganz genau an, als könnte es dir etwas Neues über ihn sagen. Okidoki. Schauen wir uns nochmal das Buch an. Mehr gibt's hier ja auch nicht. Dieser könnte das Buch vielleicht ein Geheimfach haben? Nach dem Absuchen? Nein. Vielleicht kann ich... ganz genau an, findest aber nichts. Gute Idee, wenn du das Geschenk verschönern willst. Ach so. Das haben wir aber ja schon. Wir haben das Geschenk aber schon verschönert. So, wir müssen mal eben auf Toilette. So, da war nichts. Irgendwas muss hier ja noch gemacht werden können. Das kann ja nicht sein. Ich wechsle nochmal zu dem anderen Kollegen hier. Also idealfalls nur im Fall der Fälle mal verstecken muss. Natürlich nicht jetzt. Ja, das hatte ich auch schon. Also nur zum Verstecken. Also vermischen. Okay, vielleicht beim Ritter irgendwas. Kann man nicht irgendwas. Leider hier oben. Tapete oder so. Ach, Mann. So von den Wänden hoffen wir mal, dass die Sache. Ne, da ist nichts. Elementen.
Nichts. Bleibt wieder nur der Computer. Ist dann wieder die Internetseite. Ist hier irgendwas mit? Ich muss ja alles ausprobieren, mir bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Das Wachs dieser Kerzen helfen. Gehen. Oder einfach nach unten gehen. Irgendwie muss es ja weitergehen. Aber da kann ich nicht hin. Naja, sehr gut. Of course I do. Als ihr euch kennengelernt habt, hatte sie ein Lippenpiercing. Ist lange her, dass sie das getragen hat. Einmal, kurz nachdem ihr euch kennengelernt hatte, schloss Pauline ihre Augen und fragte, ja, kennen wir.
Kenne mal. Gestern Nacht, als ja, das kenne ich auch. Kinderwunsch, bla bla bla. Furchtbar, ganz im Gegensatz zu deinen eleganten, klassischen Schuhen. By the way, my website... Who do you think... Oh, oops. Any progress with the statue's documentation? Not yet, but I'm on it. By the way... Who do you think... Oh. Okay. Irgendwas muss ich ja übersehen. Ich hätte die Mikrokamera hier mit der Statue verwenden. Tomorrow you'll receive up there for you to set. Hey, rat, I'll come to Paris. Im Alter, also 35 Jahren, viele mehr Schuppen. Noch einige Jahre später liegt sich das wieder. Dann hat dieses Problem nicht. Vielleicht wenn er über 500 ist. Das ist möglich, ne? Warum trägt er nicht Handschuhe? Alle anderen auch. John! Irgendwas übersehe ich da wohl. Choke, 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 choke. Irgendetwas übersehe ich. Das ist anhand von Jones, bla bla, alles schon tausendmal gelesen. Irgendwas muss ich hier machen.
entdeckst jedoch nichts, das du mit bloßem Auge nicht sehen könntest. Sonst passiert nichts. Es muss irgendwo ein Zahlenschlüssel geben. Your dad did an amazing job of hiding the diary in the base of the cross. With such an Komme ich auch nicht weiter. Das Buch vielleicht ein Geheimfach haben nach dem Absuchen aller Seiten. Nein. Nee, das kann ich ja Your nicht. dad Kann didn't ich das nicht benutzen? Nutze ich vielleicht mal Tinte mit dem Buch hier? Auch nicht. Lippenstift oder überhaupt Make-up. Du trägst nicht mal mehr Piercings. Schau mir Falten. Das Alter bringt körperliche Schwäche mit sich und du kannst es dir nicht leisten, schwach zu sein. Du wärst letztes Jahr nie in der Lage gewesen, John bei diesem Unfall zu retten. Ja, aber jetzt, das ist ja die Hauptsache. Irgendwas muss man hier noch machen können mit dem Scheiß hier. Ja, hast ein paar Krähenfüße um die Ohren bekommen, die einfach sexy sind. Ja, was soll's. Wenn's ehrlich zu sein, du kannst die Frisur nicht mehr sehen. Warum hast du dir deine Narbe entfernen lassen? Jemand hat dich mal manipuliert, als er sie gesehen hat. Du willst nicht noch einmal erleben. Warum tragen die Leute in dieser Epoche so oft Turnschuhe statt richtiger Schuhe? Selbst wenn sie den ganzen Tag herumsitzen. Das ist eine sehr gute Frage. Wo finde ich jetzt diesen blöden Papiere? Irgendwas muss hier doch noch. Irgendwas übersehe ich doch. Irgendwas muss ich da übersehen.
das Internet als dir einfällt, dass im Hinterzimmer ein Laptop steht. Vielleicht muss hier noch mal irgendwas. The coin of judgment is the main ingredient of the potion of immortality. You believe that, if you can find one, you'll be able to undergo... Auch dieses blöde Zertifikat. Wie könnte das sein? Mit Sicherheit in der Statue, aber wie mache ich die auf? Das ist doch scheiße. Irgendein Zahlen. Man kann sich ja auch nur hier in ihrer blöden Werkstatt aufhalten.
nicht. Der Kopf, der aus elastischem Nylon ist, beschädigt nichts, was er trifft. Das ist doch schon mal gut. Fast nichts. Jetzt haben wir einmal alles durch. Vielleicht kann ich da irgendwas anderes benutzen. Irgendwie muss es ja funktionieren. Kann ja nicht sein, dass hier raufdrücken kann man auch nicht. Ich muss einfach alles ausprobieren, was möglich ist. Damit diese hier zu sehen. Den Stab erhoben als Symbol offener Gewalt. Und was hat das jetzt hiermit zu tun? Also Stab symbolisiert seine Stärke. Okay. Lupe im Text steht auch nichts, das du mit bloßem Auge nicht sehen kannst. Ja, und hiermit passiert irgendwas. Und dann muss irgendwo einen Zahlenschlüssel geben. Ja, das kapiere ich nicht. Bah!
Mit dem Buch im Dings kann ich auch nichts machen. Ach Mensch. Ach Mensch. Ich schaue das ganz genau an. Was über ihn sagen? Fläche. Irgendetwas übersehe ich hier. Unten kann ich auch nichts damit machen. Hier nicht. Den klappt mir auch nicht. Dann können wir mit dem anderen quatschen wieder. Das ist doch scheiße. Die Bilder und die Neopapiere. Jetzt brauchst du nur noch die verschönerte Farbe. Wie die Neopapiere. Dort müssen die Bilder nicht hin. Kann ich die Bilder mit dem Drucker direkt benutzen? Dann kann ich ja auch noch hier die By the way, my website works again. Who do you think? Oh. How can you work with that music? It gives me... Wait. Any progress with the statue's documentation? Not yet, but I'm on it. Jetzt finde ich hier ja irgendwas. Ach so. Das kommt wieder auf selber raus. Was übersehe ich denn? Das sind die Bilder und die Neopapiere. Pfeife, ich hab die verschönerte Pfeife.
Öffnung aufzunehmen. Ich weiß nicht weiter. Gut, dann beende ich das Ganze hier. Werde mal versuchen, das herauszufinden, wie das funktioniert. Werde es euch dann auch sagen. Dann werden wir in Teil 2 weitermachen. Auswählen. Hotspots wechseln. Fensters navigieren. Gut. Werde ich das Ganze hier einmal beenden. Und dann geht's weiter in Teil 2. Bis zum nächsten Mal.